Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand zu euch kommt und sagt, du arbeitest zu wenig? Nicht dieses typische, ach, du machst zu viel, mach doch mal eine Pause, sondern du arbeitest zu wenig. Du kommst nicht auf deine Ergebnisse, weil du zu wenig arbeitest. Aber diese Haltung fehlt einfach den meisten. Im Büro musst du auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Mein Take auf das Ganze ist, New Work ist nicht No Work. Das trifft in den Kern von New Work. Also in die Idee von Flexibilisierung, hybrider Arbeit, Arbeit anders zu organisieren. Ich bin vorletzte Woche auf einer Ferienüberfahrt, wo wir Zeit hatten, über ein Video der Stanford University gestolpert. Und die laden ab und zu ihre Talks hoch, komplett public, die Tonqualität ganz schlimm. Und ich habe trotzdem gemerkt, das könnte interessant sein, habe reingeschaut. Es war nämlich der ehemalige Google-CEO Eric Schmidt. In diesem Talk hat er einige sehr kontroverse Aussagen rausgehauen zum Thema KI und was in Zukunft möglich sein wird. Super spannend, alleine sich das mal anzuschauen. Ich werde noch ein paar Takes hier drunter schreiben unter das Video, denn das Transkript habe ich noch, obwohl das Video gelöscht ist, weil ich damit arbeiten wollte. Und dann kam ein Moment, als er gefragt wurde, wie kann es eigentlich sein, dass ein Unternehmen wie Google abgehängt wird von einem Unternehmen wie OpenAI beim Thema KI oder generell, also als quasi Innovationstreiber, und das war Google lange Zeit, dann plötzlich von einer neueren Firma. Wie kann das eigentlich sein? Und das ist ein Mechanismus, der immer wieder kommt. Oder warum outperformen einige Leute andere Leute in einem Team? Er hat dann eine sehr plumpe Aussage gemacht, hat er selber auch so eingeordnet, die aber einen wahren Kern trifft. Er hat gesagt, Google decided that work-life balance and going home early and working from home was more important than winning. And the reason startups work is because the people work like hell. And I'm sorry to be so blunt. Also Work-Life-Balance höher zu gewichten als Competitiveness, also beating the competition, also im Prinzip die Innovationskraft zu sagen, wir wollen die Besten sein, wir wollen die Ersten sein, wir wollen das Geilste bauen. Mein erster Take war so, als jemand, der mit New Work in Verbindung gebracht wird, ja, das greift zu kurz. Nee, das ist es nicht. Du kannst nicht einfach nur draufhauen, die Leute sind irgendwann ausgebrannt. Ich habe aber trotzdem auf der anderen Seite eine Begeisterung für Unternehmen, die outperformen, die einfach in super kurzer Zeit Sachen schaffen, die andere nicht schaffen. Unternehmen, die einfach auch mal einen bolden Take raushauen. Weil nur durch diese Ideen, die uns nach vorne bringen, kommen wir auch diesen einen Schritt weiter. Und manchmal braucht es dieses harte Anschieben von Dingen, um etwas zu schaffen. Und was kann man daraus mitnehmen? Wenn ich flexibel arbeiten will, hybrid arbeiten will, dann muss ich die modernen Tools beherrschen, die es mir ermöglichen, Arbeit anders zu organisieren. Ich kann nicht mit denselben Mitteln irgendwo anders dasselbe tun. Es funktioniert nicht. Ich muss also einen anderen Blick auf meine Arbeit entwickeln. Ich brauche also einen Schritt zurück und muss mich fragen, kriege ich das so mit dem Setup hin? Und wenn die Antwort lautet, nein, verdammt, ich muss zumindest mal für diese Phase mit den anderen zusammensitzen, im Büro sein oder wie auch immer, dann trage ich dafür, auch als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer, eine Selbstverantwortung und muss dafür sorgen, dass ich dann da bin. Das ist besonders dann wichtig, wenn es in Phasen wie jetzt so ist, dass alle Karten gerade neu gemischt werden. Die KI-Revolution ist die 4. Plattformrevolution. Computer, Internet, Mobile gepaart mit Social und jetzt KI. Das ist ein komplett anderer Arbeitsmodus, ganz anders. Und wenn ich nicht anfange zu lernen und zu verstehen und mich da reinzuarbeiten, dann bin ich abgehangen irgendwann. Und genau diese Tools wären es aber, die es mir ermöglichen, tatsächlich dann vielleicht einen Tag weniger zu arbeiten, aber die Intensität mit Hilfe der Tools an anderen Tagen hochzuhalten. Von unterwegs ein YouTube-Video aufzunehmen, zu untertiteln, eine Idee zu entwickeln, ein Skript zu hinterfragen, keine Ahnung, Verträge, Mails, whatever. Und die Kombo, die ist interessant. Und ganz ehrlich, Competition macht dann auch Spaß. Und wenn wir uns diesen Spaß bei der Arbeit nehmen, dann haben wir irgendwann wirklich ein Problem. Und wir suchen dann ständig den Sinn in der Arbeit und sagen so, wo ist er denn? Anstatt zu verstehen, dass das, was wir an Energie reingeben, das, was wir reinstecken, das ist das, was wir rausbekommen. We tend to think that work should give us purpose. But it's in fact our job to give purpose to our work every day. And if we got this, work can become more than a job and actually the thing that can make us stronger. Und New Work ist definitiv auch flexible Arbeit, Remote-Arbeit, hybride Arbeit und so weiter. Das ist einfach normal. Aber ich habe auch schon von Tag 1 auch hier im Kanal immer wieder Technologien geteilt, Tools geteilt, die das ermöglichen. Die Verantwortung, das zu lernen und zu sagen, cool, schaue ich mir an, probiere ich aus, tauche ich ein, die liegt bei uns jeweils. Und die kann uns niemand abnehmen. Deswegen, New Work ist nicht No Work. Wir tragen selbst die Verantwortung und wenn wir frei arbeiten wollen, tragen wir eine Verantwortung für diese Freiheit.
Ich würde sagen, ganz einfach, ChatGPT sich vornehmen und einfach mal den Job X-Prompt ausprobieren. Ich teile den unten in der Beschreibung. Ich habe den schon ein paar Mal geteilt. Den gebt ihr ein. Der Prompt wird euch zurückfragen, was ist denn eigentlich dein Job? Und dann beschreibt ihr diese Herausforderung, die ihr aktuell habt, dass ihr vielleicht das nicht hinbekommt im Büro, wie auch unterwegs, zusammenzubringen. Und dann schaut mal, was an Antworten kommt. Und wenn ihr dann sagt, da sind Sachen dabei, da müsste ich jetzt tiefer eintauchen, um zu verstehen, okay, wie könnte man das flexibilisieren? Dann nehmt ihr euch genau diesen Teil und arbeitet mit ChatGPT an diesem Teil, um rauszufinden, wie können wir das mit KI automatisieren, besser machen, schneller machen. Und die Liste, das wäre ein guter Startpunkt, um dafür zu sorgen, New Work und die KI-Tools zusammenzubringen, damit die Competitiveness nicht verloren geht. Und danach können wir uns bei Eric Schmidt melden, ob das geklappt hat oder nicht. Also, New Work geht, aber New Work ist nicht No Work. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ansonsten abonniert den Kanal, teilt das Video und ansonsten schaut mal bei uns bei Blackboard vorbei. Wir haben diverse andere spannende Quellen zu dem Thema.